Nee. Danke. Herzlich willkommen im Wohnhaus im Thekenbereich der Bäckerei. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Einmal Currywurst mit Mayo. Oh. Das ist endfresh. Ja, pass auf, es liegt eine Leiche drin. Wollen wir mit in mein Büro? Sie sind gefeuert. Was? Nee, ne? Oh. Nee. Überall ist Blut. Nein, wenn die jetzt gleich hier rausgeschmissen kommt, ne? Spider-Man, Alter. Warte, ich muss kurz. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer. Wir sind wieder unterwegs und schauen uns heute eine verlassene Bäckerei mit angrenzendem Wohnhaus an. Ob hier irgendwas auf ist? Was? Soll ich denn mit meinem Astralkörper da durchgemacht? Herzlich willkommen im Wohnhaus, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind im Wohnhaus der angrenzenden Bäckerei hier drin und schauen uns jetzt mal hier alles an. Boah, hier stinkt es aber, ne? Ja. Alter. Hier hängen alle Schlüssel. Guck mal. VW. Was sind das alles für Schlüssel? Von den Bäckerautos. Hier, kleine Tür, Konditoren, Passat, Laden, Kapelle. Junge, hier ist alles voller Rattenkacke, ne? Wir haben ein altes Badezimmer. Hellblaue Fliesen hier. Guck mal, diese schönen Türen hier. Also Innenhof, ne? Ja. Hier haben wir, glaube ich, mal ein Büro gehabt. Hier haben wir noch einen kleinen Safe im Schrank. Hier haben wir einen alten Ofen. So, hier muss ich jetzt das Licht einmal ausmachen. Muss ich jetzt extrem aufpassen. Ich befinde mich jetzt kurz vor dem Eingang zur Bäckerei. Und so wie ihr das kennt von Bäckereien, die haben immer riesige Schaufenster. Und dieses Schaufenster ist hier direkt an der Straße. Herzlich willkommen im Thekenbereich der Bäckerei. Hier lagen dann die ganzen Brötchen. Hier hatten wir dann auch frische Brötchen drin, geschmierte Brötchen etc. Und hier ist sofort die Straße, Leute. Hier haben wir dann auch eine kleine Kasse. Hier konnte man dann wahrscheinlich auch noch Lebensmittel kaufen. Wir haben einen riesigen Doppelkühlschrank. Und hier war dann wahrscheinlich auch mal die Fleischtheke. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Einmal Currywurst mit Mayo. Currywurst mit Mayo. Also Unterlagen, hausgemachte Leberwurst, Bierwurst, Leberwurst grob, Leberwurst fein im Kunstdarm, Zungenwurst. Ja, Vorsicht, Nagerköder ausgelegt. Eine kleine Küche hier. Guckt euch mal hier die ganzen Schlüssel an, die ganzen Unterlagen hier, Klamotten. Die Kasse? Was ist das? Hier sind wir am Innenhof. Guck mal hier, die ganze Elektrik. Oh, was hier alles noch rumsteht. Chia. Nee, ne? Einkaufswagen. Ey, aus Holland, ne? Also so wie ich das hier rausstelle, war das wahrscheinlich mal hier so ein richtig kleiner Tante-Emma-Laden. Fürs Dorf, sage ich jetzt mal. Sprich, man konnte ja Lebensmittel auch hier einkaufen. Wir haben ja gerade den Einkaufswagen gesehen. Dann konnte man diverse warme Gerichte halt an der Fleischtheke bestellen. Bratwurst, Currywurst etc. Das heißt, hier sind dann auch wahrscheinlich viele Monteure auch, die dann Mittag gemacht haben, hingekommen oder so. Was haben wir hier für ein Lager? Damit wurden die ganzen Brötchen verpackt, ne? Haben wir das erste Datum hier in der Location 2018. Also seit 3 Jahren verlassen ungefähr. Hier haben wir noch einen Spind. Boah, nee, ist das hier für eine fette Halle? Guck mal hier, komplette Kühlräume und sowas, ne? Oh. Das ist endfresh. Und die beiden so wie Was haben wir denn hier für eine Scheune? Guck mal, hier so eine kleine Bunkertüre, ne? Boah, Alter. Guck mal, komplette Lager. Hier die ganzen Brötchentüten. Ja. Hier auch für Torten zum Mitnehmen, für den Verkauf. Schwarzbrot. Tatsache. Hat meine Mutter immer. Ja, hier haben wir gerade das Lager gesehen. Hier wurden dann die ganzen
Verpackungen quasi gelagert, vom Schwarzbrot über andere Brötchen, über Torten etc. Was war das? Oh, das war der Regen, wa? Ja, kann man da? Kaffee. Ach, denke. Nee, ne? Kaffeedeckel hier auch. Guck mal, du bist doch bei Mc's immer. Was hier nicht? Oh, hier, Papier zu einpacken. Ja. Richtiger Einsatz von Feuerlöschgeräten. Hier haben wir dann ein Kühlhaus. Hier war dann wahrscheinlich das ganze Fleisch drin. Oh, hier ändert sich aber auch die Akustik ganz schön ordentlich. Was haben wir denn hier? Alter, kompletter Dachboden hier, ne? Biene Maya! Schälchen zum Verpacken. Für die kleinen Kinder, ja, ja. Was war denn hier alles drin? Marius. Hier 2 Motoren. Eine Werkbank. Oh, hier stinkt es. Ey, hier stinkt es in jedem Raum anders, ne? Hier haben wir noch einen Schlitten rumliegen. Kleine Aluschälchen für Soßen wahrscheinlich. Ja, hier auch so einen kleinen Ständer, wo wahrscheinlich mal irgendwelche Sachen drauf waren zum Kaufen. Der ist aber schon ein großer Dachboden, ne? Guck mal, Warum liegt denn hier jetzt ein Rohr rum? Quer. Alles voller Kartons hier. Was ist denn hier drin? Ne. Alles voller Spinnennetze. Hier, das sieht ein bisschen aus wie so ein kleines Ausgabefenster hier. Das ist auch nochmal ein... Ah, da hinten steht ein ganz großer Ofen, sehe ich. Ja, pass auf, es liegt eine Leiche drin. Nimm mal eine Nase. Ja, hier haben wir die Bürostühle. Hier war dann so ein kleines Büro. Ich bin in meinem Büro. Hier liegt noch eine alte Lederjacke rum. Hier haben wir die ganzen Verschlüsse, womit dann die ganzen Brottüten zugemacht worden sind. Liegt noch eine alte Tastatur rum. Du, das ist doch die Ratte. Zeig mal! Das ist die große Ratte. Beiß mal! Rattenkacke am Boden. Nein, wenn die jetzt gleich hier rausgesprungen kommt, ne? Spider-Man, Alter. Hier kommen wir jetzt in eine riesige Halle. Hier stehen nochmal 2 Einkaufswagen aus dem Tante-Emma-Laden, sag ich jetzt mal. Sieht aus wie eine alte Theke hier. Aber ich muss schon sagen, wenn man sich jetzt vorstellt, verlassene Bäckerei, stellt man sich eigentlich hier nur einen ganz kleinen Laden vor, aber dafür ist das schon alles recht groß hier. Da läuft so ein kleiner Schacht, kleiner Kanal. Haben wir noch frische Brötchen. Hier haben wir auch wieder Heizung, einen Tank. Ah, Kercher, sehr schön. Noch eine Säge. Hängen noch Kappen. Hier haben wir auch wieder so einen kleinen Arbeitsraum, Arbeitsstätte mit ein bisschen Werkzeug etc., Ersatzteile, Instandsetzung generell im Allgemeinen. Hier haben wir auch noch eine riesige Halle, leider komplett leer. Hier haben wir Öle, diverse Öle, auch noch so eine kleine Theke, Werkbank. Hier haben wir so ein kleines Wägelchen für Brötchen, denke ich mal. Okay, Fliege drin. Keine Ahnung, was hier mit gemacht wurde. Wenn es einer weiß, kann das gerne mal hier in die Kommentare schreiben. Was? Nee, ne? Blut? Ja. Nee. Ey, das ist wirklich Blut, ne? Oh. Nee. Überall ist Blut. Nee. Meint ihr das Tierblut? Nee, was? Von der Metzgerei oder was? Wieso hängen denn hier die Lampen alle runter? Ja. Kabeldieb oder was? Wofür? Ey, guck mal hier. Guck mal die Tapete. Mit Brezeln. Hier ist auch noch überall Blut. Alter. Warum ist hier überall Blut? Was machen die ganzen Ratten hier? Bitte keine Zigarettenkippen in den Abfluss stecken. Leute, ich sage es euch, hört bloß auf damit. Hört bloß auf damit. Kein Zutritt. Kein Zutritt. Du gehst ja nicht rein. Kein Zutritt, Junge. Nein.
Nee, ne? Ja, das war auf jeden Fall Mitarbeiterraum hier alles. Ja, hier haben wir die Küche. Wahrscheinlich intern dann für die Mitarbeiter. Mit der Leichenhalle, das war von letzter Woche. Das haben wir heute hochgeladen. Ja, hier die Duschen dann, ne? Wahrscheinlich auch wieder für die Mitarbeiter. Hier haben wir noch so eine komische Liege. Hallo! Ja, Harry, ich hab grad nach da geguckt, Alter. Goldschmuck! Gold! Das sieht aus wie von 18. Guck mal, wie kommt die Kasse von hinten nach hier? Hat er rübergetragen meistens. In der Regel, ne? In der Regel hatten die Wikinger rote Bärte. Ja, hier haben wir noch diverse Geräte. Hier haben wir noch eine Waage rumliegen. Beleuchtung etc. So, dann gehen wir mal weiter hier. Jetzt sind wir hier wieder in der riesigen Halle von eben. Der ist wirklich groß. Ja, kannst du Pizzen noch machen, ne? Ja. Guck mal, das sind Kuchenformen. Hier sind überall so kleine Körbchen drin. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwie mit Teig gefüllt worden sind oder so. Hier unten überall diese Formen und hier oben dann dasselbe. Ja, hier haben wir nochmal den Ofen von der anderen Seite. Ey, das ist so fett, ne? So groß. Das ist die Dämmung. Ja, und hier ist so ein Rundofen, also die durchlaufen. Bah. Ey, das ist Hammer, ne? Guck voll die fette Ratte da! Wo? Neben dir links! Links! Ganz Teil von hinten. Was ist? Ich muss kotzen, bitte! Was ist? Alter, geh mal, guck mal! Bah. Bah. Richtig abartig hier. Hier stinkt es bestialisch. Alles voller Rattenkot. Ja, das hier wird dann die Teigrührmaschine gewesen sein. Ja, aber das ist nochmal zum Rühren danach. Aber erst nach da und dann nach hier. Oder nicht? Ja, jetzt sind auch wieder Kühlhäuser hier. Hier oben konnte man dann quasi alles einstellen. Ja, das ist aber noch nicht normal, ne? Stinkt in jedem Raum. Nee, das ist ekelhaft. Aber, ey, das war doch die kleine Bäckerei hier. Was ist hier alles hinter? Wie groß? Wie krank, ne? Für so ein paar Brötchen morgen. Weißt du, was auch alles Bäckerei war? Wer weiß, was hier noch? Vielleicht war ja auch viel Betrieb, weißt du, dass die hier die Dinger selber geschlachtet haben, was die da vorne in der Theke ausgegeben haben. Ja, aber die Schlachterei hat relativ voll viel Equipment. Ja, Du hast ja irgendwo einen Aufbau. Ja, aber hier wurde alles in den Kühldingern konntest du Fleisch lagern und sowas. Und dann aufbereiten, keine Ahnung. Ich glaube, hier links geht's noch weiter, ne? Markus Schäftel, Barrenstein, Düsseldorf. Ja, guck mal, das ist nur. Guck mal, wie fett. Ja, guck mal, das haben die beliefert. Dorfhagen, Grevenbruch, Gohr, Kapellen, Krefeld. Alter, weißt du wie weit? Das Headquarter von einer Bäckereikette. Ja, wahrscheinlich. Weißt du, was ich meine? 100%. Und hat dann so eine Bäckereikette quasi komplett beliefert, war. Ja, nach dem Schild. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir beenden das Video jetzt hier an dieser Stelle. Sind mit der Location jetzt hier durch. Über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr freuen. Bis dahin, bleibt sauber und haltet die Ohren steif, Leute, ne? Haut rein.